Achtung, Spoilerwarnung. You talking to me? Nein, wirklich, Spoilerwarnung. Wir wollen in diesem Video über das allgemeine Ende und die Post-Credit-Szene von Avengers 3 Infinity War reden. Von daher ist dieses Video wirklich nur für diejenigen unter euch, die den Film schon gesehen haben. Noch ein letztes Mal. Wer jetzt noch weiter schaut, macht das auf eigene Gefahr. Danger's my middle name. Nachdem er alle Infinity-Steine vereint, wird Thanos am Ende von Infinity War wirklich zum mächtigsten Wesen und löscht mit einem einfachen Fingerschnippen die Hälfte aller Lebewesen in der Galaxie aus. Unter den Opfern sind auch zahlreiche Avenger selbst, wie zum Beispiel Scarlet Witch, Bucky Barnes, Black Panther, alle Guardians bis auf Rocket, I am so sorry! Spider-Man und selbst Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. Doch bei dem wollen wir kurz bleiben, denn in einer Szene sehen wir, wie er den Zeitstein verwendet, um 14.605 Möglichkeiten auszukundschaften, wie der Kampf gegen Thanos enden könnte. Nur eine einzige Variante sieht Strange, in der die Avengers gewinnen können und gibt deswegen wohl auch freiwillig den Zeitstein an Thanos ab. Kurz bevor Doctor Strange sich auflöst, sagt er Tony noch einmal, dass er es tun musste. Das spricht sehr dafür, dass diese eine Variante nur funktioniert, wenn Thanos seinen Plan der Auslöschung durchführen kann. I hope they remember you. Strange wird vorausgesehen haben, dass Thanos das halbe Universum auslöscht und war trotzdem bereit, dieses Risiko einzugehen. Bleibt die Frage, warum? Sind die aufgelösten Avengers und Menschen wirklich tot oder befinden sie sich in einer anderen Realität? Die Tatsache, dass wirklich sehr viele der Hauptcharaktere sich einfach auflösen, spricht dafür, dass dies nur temporär ist und eben genau so, wie Doctor Strange es vorhergesehen hat. Wenn sich die Hälfte der Galaxie nun in einer Art Limbo befindet, könnte das vielleicht bedeuten, dass mächtigere Wesen dieses Ungleichgewicht spüren. Hier gäbe es nun für das MCU endlich die Möglichkeit, Tod als Charakter einzuführen. Sie könnte durch das plötzlich aufkommende Ungleichgewicht zwischen den Lebenden und den Toten auf den Plan gerufen werden. To challenge them is to court death. In den Comics ist Thanos in den Tod verliebt und löscht ihr zuliebe die Hälfte der Galaxie aus. Jetzt könnte er ihren Zorn auf sich gezogen haben, weswegen sie vielleicht einige kosmische Wesen auf ihn loslässt, um seine Untat rückgängig zu machen. I must break you. Eine andere Variante wäre, dass die ausgelöschten Leben in der Seelenwelt gelandet sind. Laut den Comics beherbergt der Seelenstein nämlich eine eigene Welt, in der die Seelen ein idyllisches Dasein fristen. Seelen, die durch diesen Infinity-Stein vernichtet worden sind, existieren also im Stein selbst weiter. Ein Magier mit dem Wissen von Doctor Strange könnte von dieser Welt und diesem Fluchtpunkt vor Thanos wissen. Ein Beispiel für jemanden, der innerhalb des Seelensteins gelebt hat, ist Adam Warlock. Der wurde in Guardians of the Galaxy 2 bereits angekündigt und könnte für Avengers 4 eine wichtige Rolle spielen. Adam. Warlock ist der Beweis dafür, dass man im Seelenstein leben, aber ihn auch wieder verlassen kann. You're a man looking at the world through a keyhole, and you've spent your whole life trying to widen that keyhole, to see more, to know more, and now, on hearing that it can be widened in ways you can't imagine, you reject the possibility. Denkbar wäre natürlich auch, dass sich die Seelen der Avengers in einer alternativen Welt wiedergefunden haben. Eine Welt, die möglicherweise in den Untiefen des Microverse von Ant-Man und Wasp entdeckt werden könnte. Beide Charaktere kommen in Avengers 3 nicht vor, bekommen aber zwischen Teil 3 und 4 einen Solofilm und sind schon bestätigt für Avengers 4. Mit ihrer Hilfe könnte ein Teil der Avengers also auch wieder auftauchen. Okay, who's next? In der Post-Credit-Szene von Avengers 3 Infinity War sehen wir einen zurückgekehrten Nick Fury und Mariah Hill, die aber ebenfalls zu Thanos opfern werden. Kurz bevor er sich auflöst, aktiviert Fury einen Sender und auf ihm erscheint ein merkwürdiges Symbol. Dieses Symbol. Fans des Comics wissen sofort, dass es sich hierbei um Captain Marvel handelt. Carol Danvers aka Captain Marvel ist vielleicht der mächtigste Avenger überhaupt und wird Anfang 2019, kurz vorm Start von Avengers 4, ihren eigenen Solofilm bekommen. Auch ihr Kommen könnte Doctor Strange vorausgesehen haben. Captain Marvel dürfte somit eine Schlüsselrolle in Avengers 4 zukommen. I can't just stand here watching. If
I'm going out fighting. Was haltet ihr von dem Ende von Avengers 3 Infinity War? Werden die Helden zurückkehren und wenn ja, wie? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Ihr interessiert euch für Captain Marvel? Dann schaut euch dieses Video an oder schaut bei Moviepilot das Video zu den besten Momenten aus Infinity War.